Einen wunderschönen guten Tag, mal wieder hier von Night Factor. Zurzeit steht mein C63 AMG hier und das komplette Interieur wird neu gemacht. Vielleicht habt ihr schon die letzten beiden Teile gesehen. Heute werden gemacht Sitze und Fußmatten. Das ist immer so komisch dabei zuzusehen, wenn so ein Sitz komplett zerstört wird. Einmal hier das Königsblau und das Weiß hier vorne. Jetzt kann man sich auch schon viel besser was darunter vorstellen. Es gibt Alcantara und es gibt Fake Alcantara. Also wie zum Beispiel ein Jacuzzi unter den Whirlpools oder was? Das ist hier ein Teil der Kopfstütze. Oh mein Gott. Das ist dein Sitz. Es gibt hier eine Playlist, wo ihr alles zum Umbau vom C63 nochmal sehen könnt. Beim letzten Mal haben wir die Sitze gemacht. Wo sind die eigentlich? Zurzeit sieht der Wagen so aus. Immer noch. Da ist einer der wunderschönen Sitze. Die sind schon fertig. Den kompletten Zusammenbau könnt ihr im letzten Teil sehen, falls euch das interessiert. Ist sehr, sehr interessant, kann ich euch nur empfehlen. Aber heute machen wir uns ans Armaturenbrett und an die Mittelkonsole. Und der Nils ist auch hier schon wieder zugange. Nils kennt ihr vielleicht schon aus dem letzten Video. Moin. Und du hast jetzt hier schon mein Armaturenbrett liegen. Vorbereitet. Genau, vorbereitet, ist dann mal komplett abgeschliffen. Dann habe ich mir Gedanken gemacht, wie ich da die Nähte setze, die du drauf haben wolltest. Ja. Ne? Und dann werden jetzt davon gleich Muster genommen, also Schablonen gemacht, dass ich halt den Zuschnitt machen kann fürs Alcantara und dann wird genäht und bezogen. Aber jetzt aktuell ist noch das originale Material drauf, genau, nur das angeschliffen, noch, ne? Genau, das ist noch original drauf. Das wird auch nicht abgezogen, weil das halt ein ziemlich festes Gummi ist. Also das originale Material wird jetzt einfach mit dem neuen Material überzogen und das neue Material ist? Alcantara. Ihr wisst, mein Was auch Lieblingsmaterial. Alcantara natürlich passend zu den Sitzen und zu dem, was wir halt sonst schon so gemacht haben. Ich sehe, da wird schon der nächste Sitz gemacht. Ja, ist eine Rücksetzbank. Genau, die letztes Mal angefangen wurde. Ja. Da geht es jetzt weiter mit. Ich bin das beste Beispiel von einer deutschen Arbeitskraft. Wie es auf dem Bau läuft, ne? Ja, genau. Einer steht im Loch, ist am Schippen, der andere steht daneben, gibt dumme Ratschläge. Der dritte ist irgendwie nur am Gucken. So, also ich mache gerade Folgendes. Ich nehme gerade mit einer Folie die Schablone für dein Handschuhfach ab. Du kannst halt durchgucken, ne? Du siehst halt ganz genau die Markierungen. Ne? Hier oben habe ich das schon mal gemacht. Wir können mal kurz rüber zur Delia gehen. Die macht nämlich gerade schon den Mitteltunnel und ist auch schon ein bisschen weit gekommen hier, ne? Ist schon auf jeden Fall was mit Alcantara bezogen. Ja, ich habe die jetzt mal wieder angebaut und getestet, ob das noch funktioniert, der Mechanismus hier. Ja. Dass das auch ordentlich aufklappt. Genau, ich habe die bezogen und dann am Ende hier den Rand quasi reingesteckt mit hier so einem Drahtzieher, immer so fein säuberlich das da reingesteckt. Ja. Weil wenn man das hier von dem Plastik trennt, ist halt die Gefahr groß, dass man das erstmal kaputt macht und diesen ganzen Mechanismus, der da drin ist, damit das so aufklappt, dass man das dann kaputt macht. Ach, guck mal. Der wurde auch schon mit Alcantara hier bezogen. Sogar oben drauf. Ich bin gespannt, wie das gleich aussieht. Aber wir gehen erstmal wieder zurück zum Armaturenbrett. Guck mal, was ich gerade noch entdeckt habe. Guck mal hier. Ah, blaue Gurte. Wie geil ist das denn? Davon wusste ich gar nichts. Mega! Boah, Leute, ich bin so gespannt, wie der zusammengebaut aussieht. Ich kann es gar nicht erwarten. Ja, ich übertrage jetzt die grobe Schablone, so sage ich jetzt mal, ja, auf das Kunstleder, was ich eben schon gesagt habe, damit man eine festere Variante davon hat. Das Kunstleder nimmst du aber auch nur als Schablone für das Alcantara, weil Ganz Alcantara genau. kommt ja drauf und kein Ganz Kunstleder. genau. Jetzt mal den Zuschnitt mit so einem kleinen Abstandsrädchen, das ist die Nahtmarkierung, also so bringen wir die Nahtmarkierung, die Nahtzugabe gleich mit auf. Weil würde ich das jetzt einfach so 1:1 abnehmen und dann zusammennähen, würde ich ja die Maße verändern. Dann wird es halt also auch nicht mehr hinkommen. Ich sehe gerade, ganz passenderweise werden hier auch die Hocker bezogen. Aber schick, sieht gut aus. Du hast jetzt die fertigen Teile ausgeschnitten. Das Genau. ist jetzt von der Klappe vom Handschuhfach. Ganz richtig? genau, der Handschuhfachdeckel ist das jetzt, ne? Also der Bezug dafür. Kommt da gleich noch eine Naht drüber, also eine doppelte Kappnaht in weiß. Ziernaht. Genau, die dann. Ziernaht, genau. Ich habe schon gelernt. Ich sehe gerade übrigens hier so im Augenwinkel, es gibt nämlich noch eine kleine Überraschung. Und zwar wird noch in dem Design meiner Sitze, werden hier noch Schlüsselschalen hergestellt. Die sind aber noch nicht fertig. Das ist jetzt nur der Bezug. Da werde ich wahrscheinlich auch einige von verlosen an euch. So, das war jetzt diese Naht hier. Und jetzt kommt die
Ziernaht. Die Ziernaht. Wie ist denn eigentlich der Plan? Ich habe jetzt gesehen, du hast ein bisschen was Blaues genäht und hast ein bisschen was Weißes genäht. Wo kommt was hin? Das Blaue kriegst du nach oben, auf den oberen Teil vom Armaturenbrett und das Weiße bekommst du nach unten. Aha. Die Sitze sind natürlich das, worum es dann halt geht, ne? Also die Mittelbahn, das ist ja der Eyecatcher. Genau. So. Und das reicht auch, finde ich, wenn das halt dann so ist. Und da ist dann doch ein bisschen entspannter, wenn du jetzt selber fährst und dann halt in deinem Blickfeld dieses Königsblau halt hast, ist es, glaube ich, ein bisschen entspannter als dieses Strahlen Weiß, was die ganze Zeit anleuchtet. Denke ich auch. Da du das dann aber mehr im Fußraum hast, Ja, da ist es ja eh dunkler, da darf es ja auch wieder dann heller sein. wollte ich gerade sagen, da wirkt es dann schon wieder ganz nice. Das ist jetzt der fertige Bezug, ne? Der ist jetzt fertig genäht. Hier hast du deine weiße Ziernaht drauf, die Doppelkappnaht. Schön auf dem schwarzen Alcantara. Ja. Und jetzt hast du ja eben schon gesehen, dass ich dir hier so eine richtig wunderschöne Kerbe reingemeißelt habe. Ja, da habe ich mich schon gefragt, wofür die ist. Mutwillige Zerstörung, deswegen. Du wolltest einfach nur was kaputt machen. Frust ablassen, ich sag, wie es ist. Das kommt daher, bei hier, ne, das ist jetzt die Rückseite von deinem Bezug. Ja. Da ist die Nahtfahne hier, was du links und rechts von der Naht Steht hast. ja hier so ein bisschen über. Die ne? steht noch ein bisschen über, aber die ist Das halt, ist quasi auf links gezogen. genau, die ist schön knapp beschnitten. Und jetzt kommt diese Naht hier, Passt genau rein. passt genau da rein. Und wenn du es dann bezogen hast, Merkst du nichts mehr genau, von. trägt gar nichts auf. Und wenn du es jetzt daneben hättest, Jetzt nehmen wir das, mach ich mal so. dann hat man hier, ja, merkt man, hier steht jetzt was über tatsächlich. Ach, Genau. guck mal, Hast über du sowas so denkt eine man, Stufe, ne? über sowas denkt man jetzt auch nicht nach. Das ne? sieht jetzt hier vielleicht noch harmlos aus, aber wenn du jetzt alles eingebaut hast im Auto, auf jeden Fall das Licht fällt halt rein und du hast halt sofort einen Schattenwurf von dieser Kante. Später natürlich nicht, weil die Kante ja gar nicht da ist. Was vielleicht noch wichtig ist zu erklären, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Frage aufkommen wird, ist, wie läuft das eigentlich ab mit den Airbag-Fächern oder wie sagt man dazu? Feldern. Airbag-Feldern. Airbag fällt, ne? In dem Fall jetzt so Ja. natürlich. Ne? In dem Fall haben wir ja hier auf dem Armaturenbrett den Airbag, der halt quasi von vorne kommt. Und sowas darf man ja auch dann nicht einfach überziehen in einem Teil, weil wenn der Airbag auslöst im Falle eines Falles, wo wir ja hoffen, dass das nie passieren wird, muss das Ding ja hier aufgehen können. Wenn das aber überzogen ist, kann es passieren, dass das eben dann nicht aufgeht, weil das Alcantara einfach viel zu fest hält. So, was macht man jetzt in dem Fall? Wie eben schon von mir erklärt, diese Gräben, die wir hier gemacht haben, das machen wir auch genau hier im Feld. Ne? Das kann man vielleicht einmal so zeigen. Da sitzt Da? dann der Airbag drunter. Da sitzt der Airbag drunter und da sieht man auch diese dunklen Linien halt, das sind halt die Sollbruchstellen. Halt, ne? So. Die sind so in deinem Armaturenbrett drin, dass es halt idiotensicher halt auslösen kannst. Das hast du auch auf der Oberseite. In diesem Rahmen hier, der jetzt freigeschnitten ist, ist das Material ganz, ganz fein perforiert. Du siehst es halt so gar nicht. Ja, wie machen wir das bei dem Bezug? Jetzt haben wir hier natürlich den oberen Teil von deinem Armaturenbrett. So, hier mit der blauen Naht, wie eben schon erwähnt, ne? Als wir die Ziernaht da nebenan gemacht haben. Und hier ist jetzt dein Airbag-Feld. So, also das kommt hier drauf. Ne? Was auch vernäht ist, aber Das mit ist auch vernäht. anderen Nähten, hast du gesagt. Genau, ne? mit einer Airbag-Naht. Das ist ein anderes Garn, was halt wirklich dann auch schnell reißt. Ne? Also schnell reißen kann, was auch dann wirklich sein kontrolliert aufgeht. Genau. So, ne? Das würde man jetzt woanders im Normalfall nicht benutzen, weil du könntest es halt wirklich, du könntest dann Bezüge mit bloßer Hand auseinanderreißen. Aber in dem Fall muss es ja wirklich sein, weil Genau, es in dem rettet Fall ja muss es halt Leben. wirklich sein. So, jetzt haben wir hier die ganzen Bezugsteile. Einmal auf links gedreht hier von deinem Armaturenbrett. Und die werden jetzt eingesprüht, ne, mit Kleber, dass wir es auch beziehen können. Ich lege sie mal kurz alle so hier hin. Das sind die drei großen Teile, also die drei Bezüge, woraus dein Armaturenbrett später werden wird. Jetzt haben wir hier dein Handschuhfach. Ist das jetzt klebrig? Klebrig. Nee. Dadurch, dass halt beide Teile eingesprüht sind, also das Handschuhfach genauso wie der Bezug, Ah, reagiert es miteinander mit Hilfe von Hitze. ach so. Nee, aber das Schöne ist, du kannst halt das alles noch erstmal ausrichten, entspannterweise und nicht gleich von wegen, oh nein, jetzt ist es schon draufgekommen und schon ziehst du den Kleber mit runter. Er liebt seine Abgasanlage. So, die Carbonteile sind auch endlich fertig. Zieht euch das rein. Blaues Carbon. Ich hätte nicht gedacht, dass das so verdammt gut aussieht. Ich dachte erst mal, vielleicht wird es ein bisschen zu bunt, aber
dieses Blau ist halt so richtig schön dezent gehalten. Also wir haben schon noch sehr viel schwarzes Carbon dazwischen und das Blaue sind so, ich weiß gar nicht, so Glasfasern, die da so zwischengenäht sind in das Carbon. Das sieht einfach Hammer aus. Und ich finde, es passt auch, obwohl es ein anderes Blau ist, passt es auch trotzdem noch zu der Folie. Aber was viel geiler aussieht, ist das Lenkrad, wo der Samu gerade dran ist. Welches ja auch in Carbon gekommen ist. Ich zeige euch das mal. Und das ist das Lenkrad. Ist das nicht geil? Hier kommt ja noch der Schaltblitz rein. Das wird einfach nur Hammer aussehen. So, 2 Arbeitstage später und die Mittelkonsole und das Armaturenbrett sind endlich fertig. Und ja, ich zeige es euch jetzt. Da stehen die Teile, natürlich noch nicht ganz zusammengeschraubt, weil das wird ja am Ende erst im Fahrzeug richtig zusammengeschraubt. Aber so könnt ihr euch das schon mal vorstellen, wie das am Ende im Wagen aussieht. Oben haben wir blaue Nähte verwendet, unten weiße, damit die unten in dem dunkleren Bereich ein bisschen mehr zur Geltung kommen. Das Carbon wurde auch schon eingesetzt hier. Seht ihr schon ein paar Carbonteile. Sieht mega schön aus und ich muss auch sagen, das sieht hier auf der Kamera jetzt wesentlich heller aus, als es eigentlich in echt ist. Also in echt sieht es wirklich wesentlich dezenter aus, ein bisschen dunkler. Sehr, sehr elegant. Hier auch noch die Mittelkonsole, auch hier natürlich noch nicht ganz zusammengeschraubt. Ja, also wirklich hier wurde alles gemacht, was geht. Bis auf diese Sachen hier, die wurden natürlich original gelassen. Aber ich bin echt gespannt, wie das jetzt im Fahrzeug aussieht. Wir sind auch gespannt, ganz aus dem Häuschen. Ja, was vielleicht noch fehlt, habt ihr vielleicht gesehen, ist jetzt das Lenkrad. Das kommt dann im nächsten Teil und im nächsten Teil wird das Fahrzeug auch komplett fertig. Da wird dann alles zusammengebaut. Ich bin echt super gespannt, wie das alles hier dann im Fahrzeug aussieht. Das ist ja dann auch nochmal was ganz anderes als jetzt hier so ein bisschen so die zerlegten Teile. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich. Dann hier erstmal nochmal Danke an alle, die jetzt hier wirklich dran mitgearbeitet haben, so fleißig. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Schaut in die Playlist rein, wenn ihr die anderen Videos auch noch sehen wollt. Und schaut gerne bei Night Factor vorbei. Ich habe sie hier unten verlinkt, wenn ihr auch so geiles Interieur haben möchtet. Also hier wird einem wirklich jeder Wunsch erfüllt. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Ciao.